Hallo liebe FC Bayern-Freunde, ja, meine Frage an euch. Wird der FC Bayern München die Bundesliga-Saison 2024-25 dominieren? Ja, jetzt am Wochenende ja das Spitzenspiel gewesen. Der FC Bayern München zu Hause gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen. Ein 1:1, ja, aber der FC Bayern hat das Spiel von der ersten Minute an komplett dominiert. Bayer Leverkusen hatte kaum eine Chance in 90 Minuten. Bayern München, sage ich jetzt mal großartig, gefährlich zu werden. Klar, auch dann nur ein 1:1. Aber wie der FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen gespielt hat, das war wirklich dominant. Und das kann man schon sagen, ein sehr gutes Spiel in so einem Spitzenspiel. Auf die komplette Saison gesehen wird der FC Bayern München, denke ich mal, schon deutscher Meister werden, weil man muss sagen, Borussia Dortmund zum Beispiel im Moment noch gar nicht so in Form mit Neutrainer Nuri Sahin. Klar, Bayer Leverkusen muss man mit dazu zählen zu den Kandidaten auf den Bundesliga-Titel, aber so wie der FC Bayern München jetzt im Spitzenspiel zu Hause gegen Leverkusen gespielt und dominiert hat, das ist schon ein Zeichen, dass der FC Bayern München dieses Jahr auf jeden Fall deutscher Meister werden kann. Bayern München hatte 18:3 Torchancen, 90% Passquote oder aber auch Ballbesitz von 70% gegen den deutschen Meister. Das ist natürlich schon ein Zeichen, was man aber auch gesehen hat. Der FC Bayern München war fast zu 80% vom ganzen Spiel nur immer in der Hälfte von Bayer Leverkusen. Auch dieses hohe Pressing und das über 90 Minuten hat auch Neutrainer Kompanie beim FC Bayern München neu mit reingebracht, beziehungsweise in dieser Intensivität hat das vorher noch keiner gespielt mit dem FC Bayern und man sieht, dadurch ist Bayern München noch viel druckvoller, auch gerade in der Offensive. Oder aber auch jetzt zu den besten Spielern waren dann Upamecano und Kim gegen Bayer Leverkusen. Also die beiden haben sich jetzt gefunden, aber auch, weil Vincent Kompany vom ersten Spieltag auf dieses Innenverteidiger-Duo Upamecano und Kim gesetzt hat und ihnen das Vertrauen gegeben hat. Und das zahlen sie jetzt auch Spiel für Spiel zurück. Am ersten Spieltag in Wolfsburg noch ein paar Unstimmigkeiten, aber seitdem spielen Kim und Upamecano sehr, sehr gut zusammen und auch in der Defensive komplett. Ja, schauen wir uns mal an. Die Aufstellung von Kompany gegen Bayer Leverkusen für den FC Bayern München. Und so langsam sieht man auch, Vincent Kompany hat jetzt so langsam seine Startelf für sich, für den FC Bayern München, für diese Saison 24-25 gefunden. Natürlich im Tor Manuel Neuer, natürlich gesetzt. Dann jetzt als Linksverteidiger hat sich auch wieder ins Team gespielt. Alphonso Davies war schon sehr stark, jetzt dann auch gegen Bayer Leverkusen. Hat sich aus seiner schlechteren Form, so wie es aussieht, in den letzten 2 Spielen herausgekämpft. Und wie gesagt, gegen Bayer Leverkusen war es schon ein sehr gutes Spiel von Alphonso Davies als Linksverteidiger. Im Moment dann gesetzt, sieht so aus als Rechtsverteidiger. Guerrero, er ist natürlich auch offensiv dabei, sehr stark. Jetzt gegen Leverkusen war er öfters auch im zentralen Mittelfeld. Aber von seiner Spielanlage, Technik, dribbelstark ist er schon eine sehr gute Ergänzung im Moment als Rechtsverteidiger, solange zum Beispiel Boe verletzt ist oder auch Stanisic. Ich bin mal gespannt, wenn Stanisic aus einer Verletzung zurückkommt, ob er dann eventuell der neue Rechtsverteidiger beim FC Bayern München werden könnte. Und natürlich, wie jetzt gerade schon mal erwähnt, das Innenverteidiger-Duo Kim und Upamecano finden immer besser zurecht, auch sich mit der Taktik von Kompany, weil jetzt müssen beide Innenverteidiger mehr vorne schon anfangen zu pressen, was den beiden wahrscheinlich, so sieht's aus, sehr zugute kommt und nicht so zurückgedrängt in der eigenen Abwehr, sondern mehr gleich schon vorne die Gegner stören kann. Und das kommt den beiden wohl entgegen, Upamecano und Kim. Natürlich im Mittelfeld muss man sagen, auf jeden Fall gesetzt Kimmich und Pavlovic. Klar, Palhinha leider dann somit auf der Bank, aber Pavlovic jetzt auch wieder gegen Leverkusen, einer der besten Bayern-Spieler. Kimmich auf jeden Fall erster Bundesligaspieler von allen Vereinen, bis jetzt mit der größten Laufleistung. Joshua Kimmich, da sieht man auch, er ist fast überall unterwegs, aber anstatt wie in letzter Saison hält er sich schon mehr an seiner Position, das was Kompany ihn sagt für das Spiel.
Links außen auf jeden Fall auch im Moment Serge Gnabry gesetzt, jetzt auch gegen Leverkusen. Schade, hatte da 2 sehr gute Tormöglichkeiten, leider einmal am Pfosten und im zweiten Nachschuss nicht getroffen. Aber Serge Gnabry ist wieder in einer sehr guten Form und Verfassung, hat ja auch schon einige Tore für Bayern München erzielt. Und natürlich Michael Olise, jetzt gegen Leverkusen nicht ganz so der auffällige Spieler, aber der FC Bayern komplett hat sehr gut gespielt. Man darf auch nicht vergessen, Bayer Leverkusen, Xabi Alonso sehr defensiv eingestellt. Da war es auch nicht so einfach für die offensiven Künstler, sage ich mal, beim FC Bayern wie Jamal Musiala oder Olise halt, sich da diesmal so in Position zu bringen, dass man da hätte 1 Tor oder 2 Tore schießen können. Und natürlich Harry Kane mit der beste Stürmer natürlich auf der Welt, auch jetzt in der Bundesliga wieder sehr erfolgreich, auch wie jetzt gegen Leverkusen. Nicht so im Brennpunkt, wie gesagt, weil Bayer Leverkusen auch sehr, sehr defensiv gespielt hat. Da muss man sagen, Itu und Sanedic kommen dann demnächst wohl auch bald wieder. Boe, da muss man wohl noch auf 2 Monate verzichten. Daher denke ich mal, wird das jetzt so die Stammelf sein von Vincent Kompany für die nächsten Wochen in der Bundesliga, DFB-Pokal, aber auch jetzt am Mittwoch in der Champions League auswärts bei Aston Villa. Ja, wie schon gerade angesprochen, die Offensive. Harry Kane hat in 7 Spielen auch schon wieder 7 Tore geschossen. Michael Olise in 7 Spielen 5 Tore. Entschuldigung, Harry Kane hat in 7 Spielen bereits schon 10 Tore erzielt. Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. Sogar Thomas Müller, der jetzt nicht gegen Leverkusen eingesetzt wurde, hat aber auch schon in 7 Spielen 3 Tore. Also Thomas Müller kann man immer wieder vorne reinschmeißen. Klar hat er gespielt gegen Leverkusen, wurde halt aber auch erst eingewechselt später für Harry Kane. Und Harry Kane soll es auch schon wieder ganz gut gehen. Also keine schwere Verletzung gegen Leverkusen, zum Glück. Jamal Musiala auch in 7 Spielen 3 Tore. Serge Gnabry 2 Tore und dann Guerrero auch 1 Tor schon. Oder auch Coman, der jetzt gegen Bayer Leverkusen nicht so viel mit reingebracht hat. Das ist vielleicht so ein kleineres Problem. Leroy Sané kam auch rein, aber die beiden Einwechselspieler konnten dann doch nicht mehr Impulse in die Offensive leider mit hineinbringen, weil klar, beide Spieler, Leroy Sané und Coman, haben natürlich riesiges Potenzial, aber das haben sie jetzt leider nicht so einbringen können gegen Leverkusen. Aber das werden sie auf jeden Fall noch zeigen in den nächsten Spielen, jetzt vielleicht schon am Mittwoch auswärts in der Champions League bei Aston Villa. Ja, auf jeden Fall Bayern München mit Vincent Kompany, mit dieser Aufstellung, natürlich auch mit dem sehr, sehr guten Kader, das darf man nicht vergessen. Eric Dier ist auch noch auf der Bank, Konrad Laimer wurde auch eingewechselt, ist auch ein sehr flexibler Spieler, Rechtsverteidiger kann man ihn einsetzen beim FC Bayern oder auch im Zentralmittelfeld, ist schon sehr gut, dass man einen Laimer hat. Leon Goretzka wäre auch noch da, schweren Stand, jetzt hat man gehört, eventuell in der Winterpause, dass Goretzka vielleicht in die Premier League wechseln könnte. Matthias Tell ist auch noch da, so die letzten 1-2 Spiele jetzt gegen Leverkusen gar nicht so im Moment im Fokus von Kompany, aber Kompany weiß natürlich schon, was Matthias Tell drauf hat, aber er ist natürlich auch noch jung. Andersrum, Serge Gnabry im Moment sehr gut in Form, wie gerade schon gesagt, da muss man auch erstmal vorbeikommen, aber ich denke mal, Matthias Tell wird demnächst, denke ich mal, den Vorzug bekommen, zumindest beim Einwechseln, anstatt Kingsley Coman. Und Leroy Sané, klar, war lange verletzt, muss jetzt auch erstmal wieder reinkommen. In der Champions League im ersten Heimspiel hat er ein Tor gemacht, aber Sané wird auch noch den Weg nach vorne finden und auch seine Form finden. Klar, und Thomas Müller, den kann man immer wieder einwechseln oder halt auch als Ersatz für Harry Kane. Thomas Müller wird auch noch seine Buden machen für den FC Bayern München. Also mit dieser Aufstellung, Startelf, aber auch kompletten Kader in der Breite ist der FC Bayern sehr, sehr stark besetzt und auf jeden Fall der Kandidat für den Bundesliga-Titel Meister auf jeden Fall in der Saison 24/25. Ja, was ist deine Meinung dazu? Über Kompany und den FC Bayern. Wie weit wird Bayern München kommen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League? Schreib es in die Kommentare. Ich danke dir für ein Like für Bayern News und für ein Abo für Bayern News. So sollte das sein. Bis dann. Tschüss.